Endlich macht man es wieder mal auf die Wettersteinrunde. Jahrelang haben wir das schon immer angefangen. Heute ist wieder mal soweit. Wir starten im Mittenwald. Jetzt geht's gleich mal zu den Seen. Werden wir sehen. Viel Spaß! Bis auf die Zugspitze, die sich hinter einem Baum versteckt, ist die Tagesaufgabe vom Balkon unserer Ferienwohnung in Grün komplett absehbar. Wettersteinmassiv umrunden und vom beeindruckenden Karwendel nicht zu sehr ablenken lassen. Die Tourdaten kennen wir: knapp 80 Kilometer und 1250 Höhenmeter an der Loisach entlang nach Ehrwald. Die Mountainbike-Variante über den Eibsee mit zusätzlichen 500 Höhenmeter, das war einmal. Es sollte sich aber auch zeigen, dass der eklige Anstieg zur Ehrwalder Alm den Gesamteindruck der ansonsten herrlichen Wettersteinrunde für uns über 60-jährige Nicht-E-Bike-Fahrer schwer trübte. Jetzt aber wirklich zu den wunderbar gelegenen Lauter- und Ferchensee oberhalb vom Mittenwald, die wir euch schon im Frühjahr 2020 vorgestellt haben. Erst ab Hotel und Ort Elmau wird es unbekannt, aber nicht weniger idyllisch. Nach dem Wanderparkplatz Elmau warten auf dem Weg zur Partnach und weiter nach Garmisch-Partenkirchen einige Schotterhöhenmeter auf uns. Aber auch Franziskas Lieblingsabschnitt der Runde, die luftigen Wiesen bei Hintergraseck. Und in Vordergraseck die Almwirtschaft mit köstlichem Kaiserschmarrn, wenn nicht gerade Ruhetag ist. Das über 20% Gefälle hinunter zur Partnach ist schon atemberaubend, genau wie die Skisprungschanze von Garmisch, die man kurz später erreicht. Am Ortsrand von Garmisch entlang wird es auf dem Radweg bis Grainau für 10 Kilometer verkehrsreicher. Die weiteren 15 Kilometer führen uns entspannt, aber wenig aufregend, ständig an der Loisach über Griesen und die Landesgrenze nach Ehrwald.
Schon der Blick auf das Zugspitzmassiv lässt uns kurzatmig werden, aber die durchschnittlich 12% und teilweise über 25% auf dem 3 Kilometer Anstieg zur Ehrwalder Alm waren dieses Mal eine Qual. Auf dem letzten Schiebestück lernten wir zwei Fernradler auf ihrem Weg von Frankfurt zum Gardasee und zurück kennen. Sauber, Jungs! Nach einem erfrischenden Getränk auf der Alm und noch ein paar Höhenmeter zur Pestkapelle waren die ca. 10 Kilometer in Gaistal und zur Leutascher Ache wieder der reine Genuss. Erkenntnis für Fahrradfahrer 60 plus: Nehmt die Ehrwalder Almbahn und die Wettersteinrunde ist auch auf den letzten Kilometern durch das Leutaschtal zurück nach Mittenwald ein ungetrübtes Sport- und Naturerlebnis.